flew for a couple of hours while sunset lasted. Then I ran into a storm, which was one of the most severe I have ever been in. Amelia Earhart, eine der bekanntesten Pilotinnen ihrer Zeit, verschwand 1937 und hinterließ Spekulationen, Mutmaßungen und ein hartnäckiges Geheimnis. In ihrer letzten Mitteilung wurde Ungewissheit angedeutet. Ihr war das Benzin ausgegangen und sie suchte verzweifelt nach der Howland-Insel. Dann war es still. Keine Überreste, keine Trümmer, nur ein leerer Raum, in dem sie und ihr Flugzeug geflogen waren. Doch im Jahr 2025 könnte eine Entdeckung diese Geschichte zu einem Abschluss bringen. Wurde das Wrack des vermissten Flugzeugs von Amelia Earhart gefunden? Bleiben Sie dran, bis wir Ihnen die neuesten Nachrichten über Ihren Plan zeigen. Ein Symbol der Rebellion. Amelia Earhart war mehr als nur eine weitere Pilotin. Als der Himmel noch von Männern beherrscht wurde, war sie eine Pionierin und ein Symbol der Rebellion. Ihr Name steht für Tapferkeit, Selbstvertrauen und das unerschütterliche Verfolgen von Zielen. Sie brach Rekorde und bewies, dass Willenskraft Grenzen überwinden kann. Die Welt war fasziniert von ihrer Leistung als erste Frau, die allein über den Atlantik flog. Sie hat mehr erreicht als nur persönliche Triumphe. Es waren bedeutende Ereignisse, die den Weg für die nächsten Generationen von Forscherinnen und Pilotinnen ebneten. Vielleicht noch mehr als ihre Lebensleistung hat sie jedoch das Geheimnis um ihr Verschwinden geprägt. Wie konnte eine der bekanntesten Pilotinnen aller Zeiten mit den modernsten Navigationshilfen, die es damals gab, einfach verschwinden? Experten, Historiker und Denker diskutieren seit Jahrzehnten über die wahren Ereignisse dieses schicksalhaften Tages im Jahr 1937. War sie im Meer? Als sie abstürzte, konnte sie als Schiffbrüchige auf einer abgelegenen Insel leben? Oder gab es mehr, etwas, das hinter den historischen Schichten verborgen war? Amelia und ihre Schwester Muriel wurden von ihrer Mutter Amy Earhart dazu ermutigt, die Natur zu erforschen, zu experimentieren und zu schätzen. Sie war der Meinung, dass ihre Kinder außerhalb der strengen Normen der damaligen Zeit erzogen werden sollten. Aufgrund ihrer ungewöhnlichen Erziehung konnte Amelia Earhart eine Furchtlosigkeit entwickeln, die ihr Leben prägen sollte. Der Bau einer selbstgebauten Achterbahn mit ihrem Onkel ist eines ihrer liebsten Kindheitserlebnisse. Sie baute eine Rampe vom Dach eines Geräteschuppens aus einer Kiste und Holzbrettern. Sie krachte in den Boden, als sie endlich den Sprung schaffte und die improvisierte Bahn hinunterraste. Aber sie war eher aufgeregt als ängstlich. »Es ist wie Fliegen«, sagte sie, wandte sich an ihre Verwandten und lachte. Sie hatte keine Ahnung, wie dieser Moment ihre Zukunft in der Luft vorhersagen würde. Aber im Moment dachte sie nicht einmal ans Fliegen. Als Amelia älter wurde, interessierte sie sich für Wissenschaft und Lesen und verschlang häufig Abenteuer und Entdeckungsromane. Aufgrund der Arbeit ihres Vaters bei der Rock Island Railroad reiste die Familie viel. Und so waren Amelias frühe Jahre geprägt von Veränderungen, neuen Schulen und der Gewöhnung an eine neue Umgebung. Doch ihren Sinn für Abenteuer hat sie nie verloren. Im Alter von 10 Jahren sah sie zum ersten Mal ein Flugzeug, als sie mit ihrer Familie auf der Iowa State Fair war. Doch das klapprige, verrostete Flugzeug war für die kleine Amelia uninteressant. Nicht wissend, dass sie eines Tages im Besitz eines Gerätes sein würde, das die Geschichte verändern würde, wandte sie sich ab, ohne ihm Aufmerksamkeit zu schenken. Das Fliegen blieb für sie jahrelang ein unerreichbarer Traum. Amelias anfängliche Ziele lagen eher im Bereich der Medizin. 1917, als sie ihre Schwester in Toronto, Kanada, besuchte, erlebte sie einen entscheidenden Moment, der sie ungewollt zur Fliegerei führen sollte. Sie fühlte sich zu den verletzten Soldaten hingezogen, die von der Front des Ersten Weltkriegs zurückkehrten, der damals in vollem Gange war. Von deren Zähigkeit motiviert, absolvierte sie eine Ausbildung beim Roten Kreuz zur Krankenschwester und versorgte die Verletzten im Spadina Military Hospital.
Es war eine beeindruckende Erfahrung. Es berührte sie zutiefst, die Opfer zu sehen. Die junge Männer brachten, die nur ein paar Jahre älter waren als sie selbst. Während dieser Monate im Krankenhaus interessierte sie sich jedoch mehr für die Piloten. Die Geschichten der verletzten Soldaten, die sie behandelte und von denen viele Piloten waren, fesselten sie. Sie erzählten von der Freiheit, die sie über den Wolken erlebten, von der Aufregung des Fliegens und vom Himmel. Amelia hörte aufmerksam zu und nahm alle Informationen auf. An diesem schrecklichen Tag, obwohl sie von deren Geschichten begeistert war, hatte sie noch nicht an die Fliegerei als Berufsziel gedacht. Dies war erst an jenem schicksalhaften Tag im Jahr 1919 der Fall, als sie mit einem Freund eine Flugschau in Toronto besuchte. Ein Pilot entdeckte die Flugzeuge auf einem offenen Feld und beschloss, eine kleine Show zu veranstalten, während sie die Flugzeuge im Kreis fliegen sahen. Er tauchte tief und schnell ab und richtete sein Flugzeug direkt auf sie. Amelia behielt ihre Position bei und schaute nach oben. Als das Flugzeug nur wenige Meter über ihrem Kopf vorbeiflog, während andere geflüchtet wären oder sich erschrocken hätten. Es war ein Moment der Erleuchtung. Sie spürte eine Veränderung in sich selbst, als der Wind des Propellers an ihr vorbeipeitschte. Sie spürte einen Ruf und einen Sog. Der Himmel rief nach ihr, winkte sie herbei, aber sie verstand es noch nicht ganz. Ihr Leben sollte eine endgültige Wendung nehmen. Bald verwandelte sich das Flüstern in einen Schrei. Als Amelias Vater sie im Dezember 1920 zu einer Flugschau in Long Beach, Kalifornien, mitnahm, war ihr Schicksal besiegelt. Sie sehnte sich danach, bei den Jets dabei zu sein, wenn sie abhoben und verschwanden. Sie überredete ihren Vater, ihr ein Ticket für einen kurzen Passagierflug mit Frank Hawks, einem örtlichen Piloten, zu kaufen. Auch wenn sie nur 10 Minuten dauerte, war sie ausreichend. Amelia war entschlossen, die Lüfte selbst in die Hand zu nehmen und wusste schon bei ihrer Ankunft, dass das Fliegen ihre Bestimmung war. Sie strengte sich sehr an, um Geld für ihre Flugstunden zu sparen. Bevor sie genug Geld hatte, um eine Schule zu besuchen, arbeitete sie als Stenografin, LKW-Fahrerin und Fotografin. Im Januar 1921 nahm sie schließlich Flugunterricht bei Netta Snook, einer Lehrerin, die zu dieser Zeit eine der wenigen Frauen in der Luftfahrt war. Amelias Begeisterung war offensichtlich. Sie stürzte sich in die Ausbildung, verbrachte ihre gesamte Freizeit auf dem Flugplatz, lernte die Mechanik der Flugzeuge, wurde Expertin für Starts und Landungen und nahm so viele Informationen auf, wie sie konnte. Nur 6 Monate später kaufte sie ihr erstes Flugzeug, eine leuchtend gelbe Kinner Erster, die sie liebevoll Kanarienvogel nannte. Bald kannte die Welt ihren Namen und ihr Abenteuer hatte offiziell begonnen. Obwohl Amelia Earhart bereits 1928 in der Luftfahrtgemeinde bekannt war, hatte sie eine lebensverändernde Chance, die mit ihrem Durchbruch zusammenfiel. In diesem Jahr erhielt sie eine unerwartete Einladung, die sie ins Licht der Öffentlichkeit rücken sollte. George Putnam, ein Verleger und Förderer, unterstützte ein Team, das eine Frau suchte, die mit 2 männlichen Piloten über den Atlantik fliegen sollte. Das Flugzeug würde nicht von Amelia selbst geflogen werden, sie würde mit dem Zug reisen. Dennoch war die Reise ein bedeutendes Ereignis. Die Welt schaute zu, denn noch nie war eine Frau über den Atlantik geflogen. Amelia, Pilot Wilmer Stulz und Co-Pilot und Mechaniker Louis Gordon starteten am 17. Juni 1928 in einer Fokker F-35 B-3M Friendship von Trapezy Harbor, Neufundland. Auf dem Flug über den Atlantik kämpfte das Flugzeug mehr als 20 Stunden lang mit unbeständigem Wetter und starken Böen. Als sie schließlich in Buryport, Wales, landeten, war ein wichtiger Wendepunkt in der Geschichte der Luftfahrt erreicht. Amelia war die erste Frau, die den Atlantik überflogen hatte, auch wenn sie nicht die Pilotin gewesen war. Der ganze Globus war begeistert. Die Zeitungen lobten sie als Lady Lindy
und verglichen sie mit Charles Lindbergh, der nur ein Jahr zuvor die erste Transatlantikreise allein unternommen hatte. Ihr zu Ehren gab es ein Mittagessen im Weißen Haus und eine Ticker-Tape-Parade in New York City. Sie wurde über Nacht zu einer weltweiten Berühmtheit. Aber Amelia war damit nicht zufrieden. Obwohl sie den Atlantik bereits als Passagierin überquert hatte, war Amelia Earhart fest entschlossen, es allein zu tun und würde nicht nachgeben, bis sie es geschafft hätte. Amelia Earhart machte sich 4 Jahre später auf den Weg, um das zu erreichen, was noch nie zuvor eine Frau geschafft hatte, allein den Atlantik zu überqueren. Es war ein ehrgeiziges und riskantes Unterfangen. Charles Lindbergh war der einzige Pilot, der diesen Flug 1927 erfolgreich absolvierte. Seitdem haben es viele andere versucht und einige sind gescheitert. Aber Amelia war fest entschlossen, es zu schaffen. Sie ging an Bord ihrer Lockheed Vega 5B und verließ Harbour Grace, Neufundland, früh am 20. Mai 1932. Wie bei Lindberghs berühmter Reise wollte sie Paris erreichen, aber der Atlantik hatte andere Pläne. Als sie in die Nacht hineinflog, wurde ihr Flugzeug von schweren Stürmen und eisigen Temperaturen heimgesucht. Ihr Höhenmesser fiel aus. Sie musste durch dichte Wolken und starke Böen manövrieren. Und auf den Tragflächen bildete sich Eis. An einem Punkt begann ihr Motor sogar Benzin zu verlieren. Aber sie überwand die Müdigkeit, das Wetter und die technischen Probleme. Nach einem 15-stündigen Non-Stop-Flug sah sie schließlich Land. Das schlechte Wetter verhinderte, dass sie Paris erreichte. Und so landete sie sicher auf einer abgelegenen Wiese in Colmore, Nordirland. Als ein überraschter Farmer ihr entgegeneilte, antwortete sie auf seine Frage nach ihrer Herkunft einfach aus Amerika. Damit untermauerte sie ihren Status als eine der größten Pionierinnen der Luftfahrt und wurde die erste Frau in der Geschichte, die allein über den Atlantik flog. Der Globus brach in Jubel aus. Der Kongress verlieh ihr das Distinguished Flying Cross, eine Auszeichnung, die normalerweise Piloten in den Streitkräften vorbehalten ist. Sie wurde zum Symbol für Tapferkeit, Ehrgeiz und weibliche Stärke. Amelias Reise war jedoch noch lange nicht zu Ende. Sie hatte den Atlantik erfolgreich überquert. Doch es gab noch mehr Himmel zu entdecken, mehr Rekorde zu brechen und mehr Hindernisse zu überwinden. Nach ihrem epischen Transatlantikflug nahm Amelia Earhart neue Herausforderungen ins Visier. Sie flog nicht nur, um Werbung zu machen, um zu inspirieren, ging sie in die Luft. Mit jeder riskanten Reise, die sie unternahm, zeigte sie, dass Frauen in der Luftfahrtindustrie genauso fähig waren wie Männer. Sie schrieb 1935 Luftfahrtgeschichte, als sie allein von Honolulu, Hawaii, nach Oakland, Kalifornien, flog. Über 2400 Meilen offenes Wasser wurden auf dieser gefährlichen Reise ohne die Möglichkeit einer Zwischenlandung überquert. Nur ein einziger Fehler oder ein Motorschaden hätte dazu geführt, dass sie im Pazifik untergegangen wäre. Dennoch gelang ihr der Flug perfekt und sie landete unter dem Beifall von Hunderten von Menschen in Kalifornien. Sie hatte etwas geschafft, was noch nie zuvor jemand geschafft hatte. Später im Jahr brach sie einen weiteren Rekord, als sie als erste Person allein von Los Angeles nach Mexiko-Stadt reiste. Einige Monate später gelang ihr eine weitere Premiere in der Luftfahrt. Sie flog nonstop von Mexiko-Stadt nach Newark. Sie war nicht mehr nur eine Pilotin. Ihr kühner Geist kannte keine Grenzen und sie war nun eine lebende Legende und eine Ikone. Amelia setzte sich nicht nur für die Förderung von Frauen in der Luftfahrt ein, sondern brach auch Rekorde. Sie machte sich in der Branche als Führungspersönlichkeit, Mentorin und Fürsprecherin einen Namen. Sie trug zur Gründung von Gruppen bei, die weibliche Piloten unterstützten. Zusammen mit anderen bahnbrechenden Pilotinnen gründete sie die 99s, eine weltweite Organisation, die sich der Förderung von Frauen in der Luftfahrt widmet. Sie ermutigte Frauen, mehr zu erreichen, größere Träume zu verwirklichen und die ihnen
von der Gesellschaft auferlegten Beschränkungen zu überwinden, indem sie ihre Berühmtheit nutzte, um die Gleichberechtigung zu fördern. Amelia hatte jedoch noch ein weiteres Ziel zu erreichen. Über den Atlantik und Amerika hatte sie den Himmel beherrscht. Aber was wäre, wenn sie die ganze Welt umrunden könnte? Ihre Reise wäre die ehrgeizigste, die sie bisher unternommen hat. Diese Reise wäre der ultimative Test für ihre Ausdauer und ihre Fähigkeiten. Und genau das ist es, was sie 1937 erreichen wollte, ein unvergessliches Erlebnis. Diese Reise wird jeden in ihren Bann ziehen. Leider endete die Reise mit einem Rätsel. Wo sind sie gelandet? Seit fast 9 Jahrzehnten hallt diese Frage durch die Geschichte und erschreckt sowohl Rätselfreunde als auch Luftfahrtspezialisten. Amelia Earhart, eine der bekanntesten Pilotinnen ihrer Zeit, verschwand 1937 und hinterließ Spekulationen, Mutmaßungen und ein hartnäckiges Geheimnis. In ihrer letzten Nachricht wurde Ungewissheit angedeutet. Ihr war das Benzin ausgegangen und sie suchte verzweifelt nach Howland Island. Dann war es still, keine Überreste, keine Wrackteile, nur der Raum, in dem sie und ihr Flugzeug geflogen waren. Dieses Kapitel könnte jedoch im Jahr 2024 aufgrund einer Enthüllung zu einem Ende kommen. Wurde das Wrack des vermissten Flugzeugs von Amelia Earhart schließlich gefunden und mit ihm die Antworten, nach denen wir seit Jahrzehnten suchen? Amelia Earhart hatte 1937 mehr in der Fliegerei erreicht, als die meisten Piloten je zu erreichen hoffen konnten. Aber sie war noch nicht fertig. Es gab noch eine weitere Aufgabe. Eine, die die Grenzen der Flugzeugtechnologie und der menschlichen Ausdauer testen würde. Ein internationaler Flug. Sollte sie erfolgreich sein, wäre sie die erste Frau, die um die Welt fliegt. Diese Leistung würde ihr Vermächtnis für immer festigen. Die Lockheed Electra 10, ein elegantes, zweimotoriges Flugzeug, das für Langstreckenflüge konzipiert wurde, war ihr bevorzugtes Flugzeug. Um den anspruchsvollen Flug zu bewältigen, wurde das Flugzeug mit zusätzlichen Treibstofftanks ausgestattet. Der erfahrene Navigator Fred Noonan, ein erfahrener Seemann und Luftnavigator, war ebenfalls an Bord. Sie hatten eine große Idee. Auf der 29.000 Meilen langen Reise, die 4 Kontinente durchqueren würde, sollten über 20 Zwischenstopps eingelegt werden. Ursprünglich hatte Amelia vorgehabt, von Kalifornien aus in westlicher Richtung nach Hawaii zu fliegen. Nachdem jedoch ein verpatzter Start in Honolulu ihr Flugzeug beschädigt hatte, änderte sie ihren Plan und entschied sich für den Weg nach Osten. Der erste Teil des epischen Abenteuers von Earhart und Noonan begann am 1. Juni 1937, als sie von Miami, Florida, abflogen. Mit Pausen zum Ausruhen und Auftanken reisten sie über Südamerika, Afrika, den Nahen Osten, Indien und Südostasien. An jedem Ort wurde sie als Heldin gefeiert. Die Zeitungen dokumentierten jeden Start und jede Landung, und die Welt verfolgte ihr Abenteuer mit Neugierde. Der gefährlichste Teil der Reise stand ihr jedoch noch bevor, als sie sich dem Pazifik näherte. Anfang Juli kamen sie und Noonan in Lae, Papua-Neuguinea. Sie waren nur noch 7.000 Meilen von den 22.000 Meilen entfernt, die sie bereits zurückgelegt hatten. Doch der gefährlichste Teil der Reise sollte erst noch kommen. Howland Island, eine kleine Insel inmitten des riesigen Pazifiks, war ihr nächster Halt. Vor der letzten Etappe zurück in die Vereinigten Staaten war sie als Zwischenstopp zum Auftanken vorgesehen. Um dorthin zu gelangen, bedurfte es jedoch einer sorgfältigen Planung, hervorragender Kommunikation und einer Portion Glück. Leider hatten sie, wie die Geschichte zeigen sollte, kein Glück. Amelia und Noonan verließen Lae am 2. Juli 1937 gegen Mitternacht Ortszeit mit der Absicht, auf Howland Island anzukommen. Sie waren mehr als 2500 Meilen von ihrem Ziel entfernt. Und das Einzige, was zwischen ihnen stand, war der weite Ozean.
Es war ein kritischer Moment. Wenn ihnen über dem Pazifik das Benzin ausginge, wäre das katastrophal, und wenn sie die Insel nicht erreichten, hätten sie keinen Platz zum Landen. Amelia wurde jedoch nicht blind. Der Kutter Itasca der US Küstenwache befand sich in der Nähe von Howland und war bereit, ihr über Funk Anweisungen zu geben und sie zur Insel zu führen. Alles war bereit. Doch dann geschah eine schreckliche Tragödie. Die Kommunikation zwischen Earhart und der Itasca wurde immer angespannter, je näher die Electra an Howland herankam. Ihre Kommunikation war zunächst klar. Sie meldete, dass sie auf dem Weg sei, ihre Höhe und ihre voraussichtliche Ankunftszeit. Doch mit der Zeit wurden ihre Mitteilungen immer hektischer, zweideutiger und kürzer. Sie konnte sie nicht hören. Aber die Itasca konnte sie hören. Ihr defektes Peilgerät verhinderte, dass Amelia genaue Navigationshilfe erhielt, sodass sie trotz zahlreicher Versuche, Kontakt aufzunehmen, blind blieb. Um 8:43 Uhr morgens erfolgte ihre letzte verifizierte Übertragung. Howland Sight. Wir können euch nicht sehen, aber wir glauben, dass wir in eurer Nähe sind. Es ist nicht mehr viel Benzin übrig. Unsere Nummer ist 157.337. Diese Nachricht wird wiederholt. Im Norden und im Süden sind wir auf der Flucht. Dann wurde es still. Es gab keine weiteren Anzeichen. Es gab keinen Grund für einen Mayday-Ruf. Es gab keinen endgültigen Abschied. Amelia Earhart und Fred Noonan waren spurlos verschwunden. Wir wissen nicht, was in diesen letzten Sekunden geschah. Konnten sie die Insel nicht finden und stürzten ins Meer? Wurden sie gefangen genommen, nachdem sie irgendwo anders gelandet waren? Sie erreichten Howland nie, und die Electra wurde auch nach einer gründlichen Suche nie gefunden. Die Wahrheit über das Schicksal von Amelia Earhart ist trotz einer der größten Such- und Rettungsaktionen der Geschichte fast 90 Jahre lang ein Rätsel geblieben. Als Amelia Earhart verschwand, blieb die Welt mit nichts als Fragen zurück. Keine Leichen, keine Wrackteile, nur endlose Mutmaßungen. Im Laufe der Zeit sind viele Hypothesen aufgetaucht, von denen einige durch Fakten gestützt werden und andere an eine Verschwörung grenzen. War Amelia am Leben? Die gängigste Erklärung lautet, dass Amelia einfach in den Pazifik gestürzt ist, nachdem ihr das Benzin ausgegangen war. Wenn sie die Howland-Insel verfehlte, hatte sie kaum eine Chance, einen anderen Landeplatz zu finden. Angesichts der Größe und Rauheit des Ozeans und des Mangels an modernen Suchtechnologien wäre jedes Wrack schnell in der Tiefe verschwunden und nie wieder gesehen worden. Eine gründliche Suche über 250.000 Quadratmeilen Wasserfläche wurde von der US Küstenwache und der Marine durchgeführt. Doch sie konnten nichts finden. Wäre Amelias Flugzeug auf See abgestürzt, wären die Überreste möglicherweise für immer unter den Wellen verloren gegangen. Nach einem anderen populären Szenario könnten Amelia und Noonan auf der Nikumaroro-Insel, der früheren Gardner-Insel, einer unbewohnten Koralleninsel 350 Meilen südöstlich von Howland, gelandet sein. Auf der Insel wurden 1940 von einer britischen Expedition menschliche Knochen, der Schuh einer Frau, ein Sextantenkasten und Flugzeugwrackteile gefunden. Einigen Wissenschaftlern zufolge könnte Amelia eine Zeit lang als Schiffbrüchige überlebt haben, bevor sie an Unterernährung, Durst oder einem Trauma starb. Das Fehlen der Knochen entkräftete jedoch diese Annahme. Einige glauben, dass Amelia bei ihrem letzten Flug, der von der vorgesehenen Route abwich und in japanisch kontrolliertes Gebiet eindrang, gefangen wurde. Einem Szenario zufolge könnte sie von japanischen Soldaten auf den Marshallinseln gefangen genommen worden sein, weil man sie verdächtigte, eine amerikanische Spionin zu sein. Im Laufe der Jahre sind Augenzeugenberichte über eine Frau aufgetaucht, die wie Amelia Earhart in Gefangenschaft aussah. Einige behaupten, dass sie entweder getötet oder unter falschen Vorwänden bis zum Ende des Krieges festgehalten wurde. Es gab jedoch nie belastbare Daten, die diese Idee untermauern konnten.
Eine der umstrittensten Interpretationen besagt, dass Amelia es vorzog zu verschwinden, auch wenn sie überlebte. Einigen zufolge kehrte sie in die Vereinigten Staaten zurück und gab sich als Irene Bohlum, eine Frau aus New Jersey, aus. Die beiden Damen sahen sich sehr ähnlich, was zu Vermutungen führte, die durch Bohlums Unwilligkeit, sich zu diesem Thema zu äußern, weiter angeheizt wurden. Spätere Forschungen widerlegten diese Vermutung jedoch und stellten fest, dass Bohlum nicht Earhart war. Die Wahrheit war trotz der Ideen immer noch schwer zu fassen. Was ist eigentlich aus Fred Noonan und Amelia Earhart geworden? Sind sie mit dem Meer kollidiert? Oder haben sie auf eine unerfüllte Rettung gewartet und noch eine Weile gelebt? Über 87 Jahre lang hat die Welt nach Lösungen gesucht, Hinweise gesammelt, aber nie konkrete Beweise gefunden. Ein bedeutender Fund im Jahr 2024 könnte jedoch endlich die Antworten liefern, nach denen wir nach Jahrzehnten der Unklarheit gesucht haben. Wurde das vermisste Flugzeug von Amelia Earhart jemals geortet? Wenn ja, was verrät es über ihre letzten Momente? Das Schicksal von Amelia Earhart und ihrer bei Lockheed Electra war über 90 Jahre lang eines der größten Rätsel der Luftfahrtgeschichte. Zahlreiche Untersuchungen wurden durchgeführt und Spezialisten, Chronisten und Entdecker widmeten ihr Leben der Suche nach der Wahrheit. Kein Wrack wurde jemals entdeckt. Es gibt viele Theorien, aber die Funksignale bleiben unklar. Doch ein Durchbruch im Jahr 2024 änderte alles. Der berühmte Meeresforscher Robert Ballard, der auch das Wrack der Titanic entdeckte, begab sich auf eine riskante Suche mit modernster Ausrüstung, um das zu finden, was viele für immer verschwunden glaubten. Die letzte Ruhestätte von Amelia Earharts Flugzeug. Ballard war schon seit langem von dem Rätsel um Earhart fasziniert. Doch im Gegensatz zu anderen Suchaktionen setzte er verschiedene hochmoderne Sonargeräte, Tiefseedrohnen und ferngesteuerte Fahrzeuge ein, um den Meeresboden in bisher ungekannten Details zu untersuchen. Seine Gruppe konzentrierte sich auf das Gebiet um Nikumaroro, das abgelegene Pazifik-Atoll, das schon lange als möglicher Landeplatz galt. Aufschlussreiche Hinweise, Knochen, Artefakte und sogar Berichte über Notrufe von der Insel wurden von früheren Expeditionen entdeckt. Allerdings gab es nie einen schlüssigen Beweis für die Existenz von Amelias Flugzeug. Das sollte sich nun ändern. Ballards Team fand nach wochenlanger, akribischer Suche und Forschung etwas Erstaunliches. Tief unter dem Meer liegt ein seltsamer Fund, den bisher nur wenige untersucht haben. Was wie die Überreste eines Flugzeugs aussah, lag in den Schatten des Meeresbodens in einer Tiefe von etwa 2000 Fuß. Die Bilder waren klar und deutlich, als die Kameras in der Ferne näher kamen. Die Fragmente von 2 Triebwerken, der verbogene Rahmen eines Rumpfes und andere Trümmerteile passten zu Größe und Form der Lockheed Electra. Könnte es sich dabei um das Flugzeug handeln, das 1937 verschwunden war? Die Enthüllung erschütterte die ganze Welt. Erste Analysen der Trümmer zeigten, dass sie Earharts Flugzeug sehr ähnlich waren. Seine Konstruktion, spezielle Modifikationen und sogar Schadensbilder schienen für eine kontrollierte Notwasserung auf See oder eine Notlandung geeignet zu sein. Das Studienteam untersuchte die Fakten mit großem Aufwand, ebenso wie Forensiker, Luftfahrthistoriker und Mitarbeiter von Lockheed Martin. Die Sonardaten wurden mit den historischen Entwürfen der Electra abgeglichen und Metallsplitter wurden akribisch geborgen. Jedes einzelne Detail führte zu demselben Ergebnis. Dies war kein typisches Wrack. Anhand der Daten schien es möglich, dass es sich bei diesem Flugzeug, das fast ein Jahrhundert lang nicht mehr geflogen war, um die lange verschollene Lockheed Electra 10I handelte. Die Lage des Wracks stützt die seit langem vertretene Hypothese, dass Earhart und Noonan in Nikumaroro angekommen sein könnten, aber nicht in der Lage waren, vor ihrem Tod um Hilfe zu rufen. Waren sie in der Lage, Tage, Wochen oder sogar Monate als Schiffbrüchige auszuharren?
Die bei früheren Suchaktionen auf der Insel entdeckten Relikte, Glasfragmente, die zu Kosmetikbehältern aus den 1930er Jahren passten, Aluminiumfragmente und Teile eines Frauenschuhs hatten nun eine ganz andere Bedeutung. Hätten Earhart und Noonan überlebt, um an Land zu gelangen und Hilfe zu erhalten, wenn ihr Flugzeug in diesem Gebiet abgestürzt wäre? Diese Enthüllung hilft uns nicht nur, eine der wichtigsten Fragen der Geschichte zu lösen. Sie verändert den Lauf der Luftfahrtgeschichte. Das Rätsel, das die Welt seit fast einem Jahrhundert in Atem hält, ist mit der Bestätigung des Verbleibs der Electra gelöst worden. Sie gibt Aufschluss darüber, was nach der letzten Nachricht geschehen sein könnte, und ermöglicht es Historikern, die letzten Minuten von Earharts Flug zu rekonstruieren. Vor allem aber festigt es Amelia Earharts Ruf als kühne Pionierin, die es wagte, die Grenzen des Machbaren zu testen. Sie hat Generationen inspiriert, selbst inmitten des Geheimnisses ihres Verschwindens. Dank dieser bahnbrechenden Entdeckung erwacht ihre Geschichte zu neuem Leben und beweist, dass keine Legende jemals vollständig der Zeit zum Opfer fällt. Amelia Earhart war mehr als nur eine Fliegerin. Amelia Earhart war eine bemerkenswerte Persönlichkeit, die sich den Erwartungen widersetzte und sich weigerte, sich den Beschränkungen ihrer Zeit anzupassen. Millionen von Menschen auf der ganzen Welt sind auch Jahrzehnte nach ihrem Verschwinden noch von ihrer Geschichte bewegt. Sie war eine Pionierin im Kampf für die Gleichberechtigung der Frauen und in der Luftfahrt und zeigte, dass Mut und Hartnäckigkeit Hindernisse überwinden können, die zuvor als unüberwindbar galten. Amelia stieg in den Himmel auf, um zu zeigen, dass Ehrgeiz kein Geschlecht kennt, dass Bestrebungen keine Grenzen haben und dass das Unmögliche einfach nur ein weiteres Hindernis ist, das es zu überwinden gilt, und das in einer Zeit, in der von Frauen erwartet wurde, dass sie am Boden bleiben, sowohl buchstäblich als auch symbolisch. Ihr Einfluss reichte weit über das Cockpit hinaus. Ihr Flug war nicht nur für sie selbst. Sie flog für jede Frau, die es wagte, außerhalb der ihr von der Gesellschaft zugewiesenen Rollen zu träumen, und für jedes Mädchen, dem man jemals gesagt hatte, dass es das nicht könne. Sie wurde zu einem Vorbild für künftige Generationen, indem sie ihre Berühmtheit nutzte, um Frauen in der Luftfahrt zu unterstützen. Sie war Mitbegründerin der 99s, einer weltweiten Vereinigung von Pilotinnen, die sich auch wieder heute noch für Frauen in der Luftfahrt einsetzt. In ihren Veröffentlichungen und Vorträgen forderte sie Frauen dazu auf, Risiken einzugehen, mutig zu sein und ihren Weg zu gehen. Amelia setzte sich nie Grenzen. Das war nur der Anfang. In einer Weise, die sie nie hätte vorhersehen können, hat ihr Vermächtnis Bestand. Ihre Errungenschaften in den Bereichen Frauenrechte und Luftfahrt werden auf Festivals, in Museen und mit Stipendien auf der ganzen Welt gefeiert. Das Geburtshaus von Amelia Earhart ist im Amelia Earhart Birthplace Museum in Atchison, Kansas, zu besichtigen und erinnert an den Beginn ihres Lebens. Das Amelia Earhart Festival sorgt dafür, dass ihre Geschichte auch künftigen Generationen erzählt wird, indem es jedes Jahr Tausende von Menschen zusammenbringt, um ihren Abenteuergeist zu ehren. Ihr Einfluss auf die Geschichte wird durch die Tatsache belegt, dass viele Schulen, Flughäfen und sogar ein Mondkrater nach ihr benannt sind. Das beste Andenken an Amelia Earhart ist jedoch nicht in einem Denkmal oder Museum zu finden. Es liegt an den vielen Menschen, die sie immer noch motiviert. Man kann es an dem kleinen Mädchen sehen, das Pilotin werden möchte. Der Forscher erkundet die Grenzen der Raumfahrt, ein wagemutiger Entdecker, der sich dorthin wagt, wo sich noch niemand zuvor hingewagt hat. Das Leben von Amelia Earhart lehrt uns, dass echte Pioniere nicht nur ihren Leidenschaften folgen. In diesem Prozess verändern sie den Planeten. Und trotz ihres Todes lebt ihr Vermächtnis weiter und fliegt höher als je zuvor. Dank derer, die sich nicht von Angst davon abhalten lassen, ihre Träume zu verfolgen. Bergung des Flugzeugs von Amelia Earhart. Die Bergung des Flugzeugs von Amelia Earhart im Jahr 2024
schien das letzte Puzzleteil zu sein. Nach fast 90 Jahren voller Vermutungen, mehrerer Expeditionen und unzähliger Hypothesen. Die Entdeckung des Wracks liefert zwar den lang erwarteten Beweis, dass Amelia Earhart in der Nähe von Nikumaroro abgestürzt ist, wirft aber auch neue, vielleicht unbeantwortbare Fragen auf. Was geschah mit Fred Noonan und Amelia Earhart nach ihrer letzten Nachricht, wenn es sich tatsächlich um ihr Flugzeug handelt? Obwohl die Wrackteile gefunden wurden, hat man ihre Leichen nicht gefunden. Haben sie es an Land geschafft und den Absturz überlebt? Könnten sie auf eine unerfüllte Rettung gewartet haben? Während sie als Schiffbrüchige lebten? Der Gedanke, dass jemand, vielleicht Amelia, auf Nikumaroro gelebt haben könnte, wurde durch die Entdeckung mehrerer Relikte im Laufe der Jahre verstärkt. Darunter ein Frauenschuh aus den 1930er Jahren, ein Behälter mit Sommersprossencreme und rudimentäre Werkzeuge. Die Frage bleibt jedoch unbeantwortet, da es keine menschlichen Überreste gibt, die dies bestätigen könnten. Wie lange haben sie überlebt? Wenn sie überlebt haben, und warum wurden ihre Leichen nicht mit Sicherheit identifiziert, wenn sie kurz danach gestorben sind? Außerdem ist es möglich, dass nicht alle Dokumente im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden an die Öffentlichkeit gelangt sind. Könnten Regierungsberichte, Aufzeichnungen oder vertrauliche Geheimdienstinformationen Informationen verbergen, die nie veröffentlicht wurden? Die US Regierung könnte mehr gewusst haben, als sie preisgegeben hat. So die aktuellen Theorien. Einige spekulieren sogar, dass Amelia während einer verdeckten Mission entführt worden sein könnte. Die Suche nach Antworten geht auch nach der Entdeckung des Flugzeugs weiter. Die in den 1940er Jahren auf Nikumaroro entdeckten Knochenteile werden derzeit von Wissenschaftlern und Forschern auf DNA untersucht. Obwohl die Ergebnisse der ersten Tests nicht schlüssig waren, gibt es jetzt neuen Optimismus, dass die DNA-Forschung dank der jüngsten Entwicklungen in der forensischen Wissenschaft endgültig feststellen kann, ob die Überreste zu Noonan oder Earhart gehören. Einer der bedeutendsten vermissten Fälle der Geschichte könnte gelöst werden, wenn die DNA die Identität der beiden beweisen kann. Auch das Wrack selbst wird von den Ermittlern untersucht. Kann die moderne Technik den wahren Grund für den Absturz ermitteln? Gab es einen mechanischen Defekt an der Elektra oder ging einfach nur das Benzin zur Neige? Einigen Analysten zufolge deuten Earharts Funksignale darauf hin, dass ihr Kommunikationsgerät gestört war. Sollte sich dies bestätigen, würde dies bedeuten, dass sie und Noonan der Rettung wesentlich näher waren als ursprünglich angenommen, ihnen aber wichtige Hinweise vorenthalten wurden. In Nikumaroro werden derzeit Suchaktionen auf dem Meer durchgeführt, in der Hoffnung, weitere Wrackteile oder persönliche Gegenstände zu finden, die Aufschluss darüber geben könnten, was in diesen letzten Stunden tatsächlich geschah. Das Rätsel um Amelia Earhart bleibt jedoch trotz aller Enthüllungen ungelöst, was ihre Geschichte vielleicht gerade deshalb so zeitlos macht. Weil ihr Geheimnis mehr symbolisiert als nur einen verschwundenen Flug, hat es die Menschen seit Jahren in seinen Bann gezogen. Im Zuge der technologischen Entwicklung könnten noch neue Teile des Puzzles entdeckt werden. Ist der letzte, unumstößliche Beweis für das Schicksal von Amelia Earhart noch da draußen? Wenn ja, wie lange wird es noch dauern, bis die Geschichte erneut verändert wird? Nur die Zeit wird es zeigen. Was halten Sie davon? Sie können gerne unten einen Kommentar hinterlassen. Und wenn dir dieses Video gefällt, dann abonniere bitte unseren Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.